Willkommen zum zweiten Teil unserer Serie Natursteinterrasse sanieren. Heute geht's um die Abdichtung der Betonbodenplatte mit Dichtbändern und einer zweikomponentigen Bauwerksabdichtung. Denn ohne Abdichtung dringt Feuchtigkeit in den Untergrund ein und kann sogar das Mauerwerk schädigen, wie man hier sieht. Mit der richtigen Abdichtung vermeidet ihr solche Schäden und schafft die Grundlage für eure neue Natursteinterrasse. Bevor wir die Abdichtung auftragen, reinigen wir die Bodenplatte. Mit dem Schaber entfernen wir Mörtelreste und fegen gründlich. Am Schluss entfernen wir den Staub mit dem Bausauger. Jetzt können wir die Grundierung auftragen. Die Spezialgrundierung Remmers Kisol MB soll für eine gute Haftung der Abdichtung sorgen. Wir tragen die Grundierung mit der Bürste auf und massieren sie damit in den Untergrund ein. Das bindet die letzten Reste von Sand und Staub. Die Grundierung lassen wir nun trocknen. Jetzt können wir die Übergänge zwischen Bodenplatte und Fassade abdichten. Dazu verwenden wir ein fließbeschichtetes Dichtband auf Kautschukbasis, das Remmers Tape VF 120. Zuerst schneiden wir es grob zu und legen es aus. Anschließend schneiden wir es an den Enden ein, sodass wir es umklappen können. Jetzt können wir es in die Dichtungsmasse einbetten. Hierzu verwenden wir die zweikomponentige Bauwerksabdichtung Remmers MB 2K. Sie besteht aus einer Flüssig- und einer Pulverkomponente. Beide Komponenten verrühren wir gründlich. Jetzt können wir Meter für Meter die Fläche einstreichen und die Randstreifen einbetten. Nachdem die Randstreifen eingebettet und getrocknet sind, geht es mit der Fläche weiter. Wir markieren die Sockelhöhe und kleben ab. Wichtig ist, nur so viel Dichtungsmasse anzurühren, wie wir innerhalb von 20 Minuten verarbeiten können. Spätestens nach einer halben Stunde, je nach Witterung, reagieren die beiden Komponenten und eine Verarbeitung ist nicht mehr möglich. Deshalb ist es auch wichtig, das Werkzeug rechtzeitig und gründlich zu reinigen.
Die Dichtungsmasse tragen wir nun mit dem Pinsel und der Lammfellrolle auf. Wir überarbeiten die Randstreifen komplett mit Abdichtungsmasse. Das Klebeband ziehen wir ab, solange die Masse noch feucht ist, so bleibt die Kante sauber. Jetzt ist die große Fläche dran. Wir verwenden eine große Lammfellrolle. Doch das Material kann auch mit der Glättkelle aufgetragen werden. Wir probieren beide Methoden aus. Hauptsache ist, dass die Abdichtung lückenlos ist und keine Fehlstellen aufweist. Damit ist die erste Schicht aufgetragen. Jetzt heißt es wieder trocknen lassen. Bevor wir die zweite Schicht auftragen, entfernen wir grobe Unebenheiten vorsichtig mit dem Schaber. Da es in der Nacht stark abgekühlt hat, überprüfen wir die Temperatur mit Hilfe einer Wärmebildkamera. Das Material darf nämlich nur bei mehr als 5 Grad Celsius verarbeitet werden, sowohl was die Objekttemperatur als auch die Lufttemperatur betrifft. Alles über 5 Grad? Sehr gut. Dann können wir die zweite Schicht auftragen. Die Fläche bearbeiten wir mit der Glättkelle, Ecken und Kanten mit Pinsel und Lammfellrolle. Falls Pinsel- oder Rollenstrukturen zu sehen sind, ist das kein Problem. Schließlich kommen auf die Abdichtung noch einige Zentimeter Mörtel und Natursteinplatten. Zum Schluss kümmern wir uns noch um die Mauerbrüstung sowie den Anschluss zum Kellerabgang. Auch hier wird alles sorgfältig abgedichtet. Damit ist die gesamte Terrasse rundum geschützt. Eine solche Bauwerksabdichtung lässt sich mit etwas handwerklichem Geschick auch gut in Eigenregie erledigen. Das war Teil 2 unserer Terrassenserie. Im dritten Teil geht es ans Verlegen der neuen Natursteinplatten. Dafür holen wir uns echte Profis an Bord. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, freuen wir uns sehr über ein Like von euch.